Hallo, mein Name ist Alexander Wölfel und ich bin GIS-Analyst bei WGEOGIS. Heute möchte ich Ihnen Gebietsplanung mit QGIS und dem WGEOGIS-Plugin WGEOATP zeigen. Im vorliegenden Tutorial möchte ich bestehende Kundeninformationen übertragen auf eine flächenhafte Information und dabei Gebiete optimieren und nachbearbeiten. Schauen wir uns zunächst also die Kunden an. Für jeden Kunden habe ich die Zuordnung zu einem Vertriebsmitarbeiter und den Umsatz pro Kunden. In der Karte bereits eingefärbt sind die Kunden nach Zuordnung zum Vertriebsmitarbeiter. Nun möchte ich diese Informationen auf eine Fläche, auf eine Gebietsplanungsebene übertragen. In diesem Fall haben wir uns entschieden für die Ebene der Landkreise. Ich wähle also aus die Information der Punktlayer, die Information meines Umsatzes und die Zuweisung des Kunden zu dem Vertriebsmitarbeiter. Nun wird die Information von dem Kundenlayer übertragen auf den Planungslayer der Landkreise und ich sehe in der Karte hier eindeutig die neuen Gebiete und erkenne in der Karte sehr schnell, wo ich eben hier meine Gebiete habe. Das Gesamtpotenzial wird aufsummiert und lediglich hier in einigen Gebieten habe ich noch Kunden in einem Landkreis dem einen Mitarbeiter oder auch dem zweiten Mitarbeiter zugewiesen. Hier kann es dann möglich sein, die manuelle Nachbearbeitung zu starten. Ich entscheide mich also, ob ich die Kunden eines Landkreises dem einen oder anderen Gebiet zuweisen möchte. Vereinzelt habe ich auch in einzelnen Landkreisen keinen Kunden und kann eben aber auch diese Landkreise dem Mitarbeiter A oder B zuweisen. Die schraffierten Flächen muss ich nicht nachplanen. Hier habe ich bereits schon eine eindeutige Zuweisung der Kundeninformation zu meinem Landkreis. Am Schluss muss ich noch dafür sorgen, dass die neue Zuordnung sauber auf die Kundeninformation übertragen wird. Ich habe also hier die Möglichkeit, die neue Vertriebsstruktur zuzuweisen zu den Landkreisen und zu den Kunden. Das war die Gebietsplanung mit QGIS und WGEOATP. Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie WGEOGIS. Vielen Dank und auf Wiedersehen.